Hallo, guten Tag, liebe Freunde von PS Speicher TV. Ich melde mich heute aus der wunderschönen Umgebung von Einbeck. Einbeck im Leinetal, die Stadt des PS-Speichers, hat eben nicht nur den PS-Speicher und das Depot zu bieten, sondern wirklich auch eine wunderbare Gegend, die eigentlich nur darauf wartet, erforscht zu werden, möglichst mit einem Oldtimer-Fahrzeug, mit einem schönen Motorrad, um hier wirklich wunderbare, genussvolle Tage zu erleben. Gerade jetzt im Frühjahr ist es besonders klasse. Und ich habe heute ein Motorrad mitgebracht, mit dem das sehr, sehr viel Spaß macht. Dieses Motorrad haben wir wie viele vergnügliche Dinge eigentlich den Amerikanern zu verdanken. Und jetzt mag man sich natürlich fragen, ist ja eigenartig, da steht Triumph drauf. Triumph ist ja originär eine britische Marke, die vor 120 Jahren gegründet wurde. Und aber gerade dieses Motorrad, so wie es hier steht, diese Ausführung, dieser Hubraum, das war für den US-Markt gedacht. Triumph verkaufte seit Anfang, Mitte der 50er Jahre den Löwenanteil der Motorräder stets in den USA. Und an der Ostküste, in Kalifornien, in den Wüsten, hatte eigentlich dieses Motorrad seinen Ursprung. Es handelt sich um eine Triumph Trophy TR6C. C steht für Competition und man sieht ja, wenn man sich das Motorrad ein bisschen anschaut, die Details, man sieht die Stollenreifen, das große 19 Zoll Vorderrad, die halb hochgelegten Schalldämpfer und so ein paar Details, die halt auf Geländeeinsatz hindeuten, Klappfußrasten, den großen breiten Lenker. Und es war tatsächlich so, dass die Amerikaner die Triumph, die in England eher ein sportliches Straßenmotorrad war, hauptsächlich dort als sportliches Straßenmotorrad und als Tourenmaschine zum Fahren mit Seitenwagen genutzt wurden, dass die eigentlich aus dem Motorrad einen Allround-Sportler machten. Die Amerikaner hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Motorsport und sie liebten einfache Enduro-Rennen. Und wer auf so einer Triumph Trophy saß, der hatte besonders gute Karten. Dieses Motorrad war schnell, richtig schnell im Vergleich zu den damals üblichen Motorrädern. Die hatten so rund 40 PS, was vor 50, 60 Jahren eine sportliche Leistung war. Es war wunderbar zu handeln, es war nicht zu schwer. Die Federelemente waren in Ordnung. Es gab Tuningteile und diese Motorräder, diese Trophys, die waren als Desert Sled, als Wüstenschlitten wirklich richtig populär. Und diese Triumph, das ist halt eigentlich gar kein Motorrad der Superlative, sondern es ist ein Motorrad der oberen Mittelklasse. Es hat 650 Kubik, es hat 40 PS. Es ist technisch relativ einfach, nur einen Vergaser, 2 Zylinder. Der Motor geht auf eine Vorkriegsentwicklung von Triumph zurück. Und es war aber stilbildend. Es ist wunderschön, es klingt wie ein Motorrad, es sieht wie ein Motorrad aus. Es ist anders als viele sensationelle Superbikes, nicht besonders schwer, es lässt sich leicht starten, es fährt sich leicht. Die Bremsen sind ausgesprochen gut, diese große Duplexbremse kam halt 1967 in die Triumph. Das war praktisch ein Abfallprodukt der Rennen, an denen Triumph Serienmaschinen teilnahmen. Diese 650er Triumph waren wirklich ganz toll universell einzusetzen und auch für mich ist es geradezu ein Idealmotorrad. Im Vergleich zu vielen superlativen Motorrädern, die mit vielen Zylindern protzen, mit viel Gewicht, mit viel PS, ist es einfach ein Motorrad, das das Fahren zum echten Genuss macht. Es ist kein Motorrad halt für Protzer oder Quartettspieler. Die Daten sind nicht sensationell, es ist das ganz famose Zusammenspiel der Technik in Verbindung mit dieser herrlichen, schmalen Ästhetik und dem schönen Klang, die dieses Motorrad für mich geradezu zu einer Ikone des Motorradfahrens machen. Und mit so einer Maschine hier in der Gegend rund um Einbeck unterwegs zu sein, gehört natürlich zu den schönsten Erlebnissen, die man haben kann. Deswegen besuchen Sie uns richtig gern, besuchen Sie den PS-Speicher, besuchen Sie die Depots. Kommen Sie mit Ihrem Oldtimer, kommen Sie mit Ihrem Motorrad und lernen Sie die Gegend kennen. Es wird Ihnen gefallen. Dankeschön.